Beste Grüße aus Alanya, hier ist wieder dein Markus. Heute voll geschwitzt, ich komme gerade vom Laufen. Ich will euch einmal das zeigen, wie nass das aussieht. Also richtig, das klebt richtig hier in Alanya. Das ist einfach ein nasser Sack sozusagen. Richtig krass, ja, das bringt das mit sich, wenn man hier in Alanya natürlich laufen geht. Und ich habe heute noch Glück, denn ihr seht es im Hintergrund. Es ist sehr stark bewölkt heute. Ja, du wirst lachen. Was, wer redet von starker Bewölkung? Das ist stark bewölkt hier in Alanya. Und das, glaub mal, das ist seit Monaten nicht mehr so gewesen. Also wirklich ganz, ganz krass. Aber das soll natürlich jetzt nicht das Hauptthema sein. Das Hauptthema wird sein Immobilien, aktuelle Lage. Mir kommen manchmal einfach Ideen, Impulse, auch beim Laufen gerade eben. Da bekomme ich sehr viel Sauerstoff rein. Ist natürlich sehr gesund das Ganze auch. Kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, auch ein bisschen mehr dich zu bewegen, falls du das noch nicht machst. Und da bekommt man einfach auch Ideen. Da bekommt man den Kopf frei, da bekommt man Ideen und vor allen Dingen, man sieht auch wieder mal was. Vor allen Dingen, weil man ja jetzt in der Hitze gerade in Alanya, in der Sonnenphase, in der Sommerzeit, weniger draußen ist. Ja, und man hängt ja auch nicht den ganzen Tag hier am Strand ab. Aber das Krasse ist natürlich auch, dass man dann mehrere Sachen auch neu entdeckt, gerade zu Fuß. Wenn man mit dem Auto unterwegs ist, sieht man nicht ganz so viel. Aber zu Fuß siehst du Sachen, die du sonst nicht siehst. Und da möchte ich heute darauf eingehen, auf die Immobilien, weil ich habe letztens ein YouTube-Video gesehen und da wurde gesagt, dass aktuell wohl Baustopp ist und keine neuen Projekte anfangen. Und ich weiß nicht, ja, ob man das glauben soll oder nicht. Ich persönlich habe heute alleine zwei neue Baustellen entdeckt, wo jetzt gerade erst die Grube ausgehoben worden ist. Ja, also das ist schon wirklich kurios, könnte man sagen. Und in Bezug auch auf die Nachfrage von Immobilien kann ich auch sagen, dass hier in Alanya, natürlich ist es nicht mehr so der Boom wie 2021 und 2022, als wir da kamen, weil da waren wirklich wöchentlich quasi neue Menschen hierher gekommen und dann hat man sich kennengelernt etc., auch gerade an den Schulen. Wirklich heftig, aber seitdem gingen natürlich die Preise extrem nach oben und der Peak war erreicht und die Preise gingen runter. Und ich habe mich letztens erst mit einheimischen Türken unterhalten, die Englisch können natürlich, da kann ich mich besser kommunizieren, besser austauschen. Und da könnte man sagen, die sind auch schon tief in der Materie drinne, ausgefuchste Leute und sie wissen, was geht und vor allem, wie das Geschäft hier in der Türkei einfach läuft. Und dementsprechend wurde mir damals gesagt, dass die Hochpreise immer im Sommer sind zum Kaufen. Also nicht im Sommer kaufen, weil die Hochpreise sind. Aber im Winter sind die Preise niedriger. Vielleicht kennst du den Spruch. Und das habe ich dann so gedacht und geglaubt. Aber vor kurzem hat es mir eingeleuchtet und es wurde genau andersrum erzählt von Einheimischen, die hier aufgewachsen sind, die sich auskennen in der Materie und dementsprechend das Ganze besser verstehen als Ausländer, ja, wie das hier in der Türkei, speziell in Alanya läuft. Das heißt, hier wurde deutlichst empfohlen, die Sachen im Winter zu verkaufen, weil die Preise höher sind. Warum? Warum sind die Preise im Winter höher? Weil, wenn man natürlich weiß, dass über 95% und aktuell über 97% der Immobilienkäufe in der Türkei nicht von Ausländern bestreitet werden, sondern von Türken, kann man davon ausgehen, das heißt, die türkische Bevölkerung, die ja in der Regel dann auch im Sommer Urlaub hat und Geschäftsleute natürlich dann dementsprechend auch eventuell sich mehr umschauen möchten, weil sie dann vielleicht auch mehr Zeit haben, Familienurlaub machen, mit der Frau natürlich auch eine Immobilie eventuell irgendwo anders kaufen möchten, kaufen sie diese im Sommer, weil sie günstiger sind und im Winter werden dann oft Immobilien geswitcht. Und das war dann für mich persönlich eine Überraschung. Das ist eine Aussage von Menschen, mit denen ich mich hier unterhalten habe, die hier ansässig sind und auch natürlich einen Plan haben, meiner Meinung nach. Und genauso soll es mit dem Fahrzeugkauf und Verkauf sein. Ja? Da habe ich auch mal nachgefragt, wie ist das, wann ist es am besten, auch sein Auto zu verkaufen? Und es ist immer, laut deren Aussage, im Winter, weil die Preise auch hier, auch eventuell aufgrund der Inflation etc. wieder steigen werden. Und so ist das jetzt mit den Immobilien auch, dass die im Sommer jetzt tief sind. Das Tief ist wohl möglich erreicht und dann gehen die Preise jetzt langsam hoch. Das heißt, dass man, wenn man jetzt eine Immobilie kauft, weil sie am Niedrigpunkt sind, kann man sie teurer verkaufen später. Ich weiß, neue Gesetze sollen da sein,
da muss man 40% Steuern zahlen etc. Glaub mal, hier in der Türkei kann man das alles irgendwie schon regeln. Wenn du natürlich ein Ikamet brauchst als Ausländer, wenn du Aufenthaltsgenehmigung brauchst, dann musst du so oder so, da kommst du gar nicht drum rum, über 200.000 $ eine Immobilie kaufen. Und das ist oft der Fall natürlich und viel leichter bei Neubauten, weil die Altbauten bzw. die Bestandsimmobilien, die sind nicht ganz so teuer. Man findet hier Wohnungen 2+1, Neubau in einem Rohbau, ich zeige dir das jetzt gleich mal, die sind utopisch teuer. Vielleicht habt ihr das bei dem Lars auch auf seinem Kanal gesehen. Der hatte nämlich letztens auch über Immobilien geredet und da hat er Immobilienpreise gezeichnet. Das war echt krass. 2+1, 175.000, 235.000. Also wirklich krasse Preise, aber völlig normal für Neubau, weil das Neubauten sind, die noch die Verträge haben, wo die Preise natürlich extrem hoch waren und aber auch natürlich dementsprechend Steuern dort inklusive sind, die abzuführen sind an den Staat. Und deswegen sind die Immobilienpreise bei Neubauten immer teurer als bei Gebraucht- und Bestandsimmobilien. Und ich persönlich würde sowieso nur noch eine Bestandsimmobilie kaufen, die vielleicht 1 Jahr oder maximal 3 Jahre alt ist. Warum? Weil man nach 1, 2 oder 3 Jahren sehen kann, wie der Zustand der Siete, der Zustand der Wohnung wirklich ist. Weil stell dir mal vor, du kaufst jetzt hier, guck mal, bam, der Wachstum hier. Stell dir mal vor, du kaufst jetzt hier. Das ist krass. Und das Krasse ist, Leute, hier willst du mein Nachbar werden, auf dem Grundstück kommt auch noch ein Haus hin. Also wirklich krass, da haben sie das Schild schon hingemacht. Hier, wo ist es? Da. For sale. 2+1 Wohnungen, keine Ahnung, was das kostet, aber wird auf jeden Fall teurer sein als eine Immobilie, die vor 2, 3 Jahren gekauft worden ist, bzw. gebaut worden ist. Und der große Vorteil ist einfach hier, dass du nicht weißt, wenn du jetzt hier investierst, wird das fertig? Okay, es könnte fertig werden, auf jeden Fall. Die Chancen stehen gut, weil es jetzt schon so aussieht. Aber du weißt nicht, wer erstens hier reinkommt und vor allen Dingen, du weißt nicht, wie der Zustand nach 2, 3 Jahren ist. Wird das Dach gut gebaut? Wir sind hier oben. Wir können sagen, nach knapp 3 Jahren mittlerweile schon, hier in der Wohnung, dass wir keine Wasserschäden haben, keinen Schimmel an der Wand oder sonstiges. Also wirklich gute Bauweise. Glück gehabt, würde ich aber nicht mehr empfehlen, einen Neubau zu kaufen, weil das Risiko in der Türkei einfach zu groß ist. Und deswegen würde ich in sowas nicht investieren. Ich würde nur Bestandsimmobilien kaufen. Aber das ist nur mein Tipp. Und die Preise von damals, die sind auch günstiger zu haben, in der Regel. Ja. Man muss natürlich auch immer Glück haben, dass man einen Verkäufer findet, der einen selber nicht abzocken will. Am besten immer ohne Makler, direkt vom Eigentümer, ja, wenn man das natürlich machen kann. Oder man hat natürlich gute Kontakte, ganz, ganz klar. Aber sonst habe ich nicht das Gefühl allgemein, der Immobilienmarkt, dass der ganz tot ist hier in der Türkei, in Alanya. Letztes Jahr wurden 97,5% der Immobilien von Türken gekauft und nur 2,5% der Immobilien von Ausländern. Und diese Ausländer regieren und steuern nicht den Immobilienmarkt hier in der Türkei. Also dementsprechend die Russen, die Ukrainer, die haben die Preise nach oben gejagt. Die haben ein bisschen vielleicht was an der Schraube gedreht. Aber die einheimische Bevölkerung hat auch das Potenzial zu kaufen. Und vor allen Dingen ist es ja so, wenn man das jetzt hört von Immobilien kaufen, dies oder das, dann denkt man ja immer, ja, das ist ja Cashkauf bei den Ausländern. Bei den Ausländern ist das Cashkauf, 100%, definitiv. Oder zu 99%. Ich kenne keinen Ausländer, der hier irgendwie eine Wohnung gekauft hat auf Raten. Aber Türken, die einheimische Bevölkerung, die kann sich jetzt so eine Wohnung kaufen für 150.000, so eine 2+1 oder vielleicht 200.000. Die kriegen aber auch andere Preise, darf man nicht vergessen. Aber die finanzieren das über 20 Jahre oder über 30 Jahre dann. Ja, so wie in Deutschland ja auch. Ja? Und dementsprechend ja, sollte man sich da jetzt nicht verrückt machen lassen. Aktuell gehe ich davon aus, dass die Immobilienpreise auf lange Sicht wieder steigen werden. Es ist sehr viel Wandel auf der Welt, es wird sehr viel Zuwachs kommen hier in der Türkei und dementsprechend wird auch mehr Kapital natürlich auch reinkommen. Auch andere Sachen natürlich, aber auch mehr Kapital in die Türkei rein. Solange es nicht noch unfreundlicher wird für Ausländer. Aber immer mehr Unternehmen kommen ja hier rein und dementsprechend natürlich wollen auch diese natürlich irgendwelche Unterbringungen haben für die Mitarbeiter oder sonstiges. Und da macht es vielleicht Sinn, auf lange Sicht sich selbst hier zu positionieren. Dementsprechend auch ein Tipp,
wenn du hier planst auszuwandern als Mavicard-Inhaber und du hast jetzt eine gewisse Summe, du kannst dir eine Wohnung kaufen und eine andere Immobilie kannst du verkaufen und somit natürlich Rendite bekommen und dementsprechend natürlich auch von den monatlichen Mieteinnahmen eventuell dann leben. Ja? Das gilt natürlich auch für die Ausländer, ist ja ganz klar. Aber als Ausländer musst du, wenn du hier bleiben willst, mindestens 200.000 US-Dollar investieren oder arbeiten gehen, weil sonst bekommst du keinen Aufenthalt. Und da bekommst du 2 Jahre Aufenthalt und dein Partner, der verheiratet ist, auch 2 Jahre. Am besten stehen dann beide im Tabu. Ja? Ich habe da ein Video ja gemacht, schau dir das an, Schock, Aufenthaltsgenehmigung in der Türkei, da bin ich nämlich betroffen von und das ist natürlich ganz krass. Dementsprechend schau dir das an. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne dem Video einen Daumen nach oben da. Du darfst gerne den Kanal natürlich kostenlos abonnieren. Ich freue mich auf ein Abo und natürlich gerne auch teilen. Lass deine Meinung dazu da und ich freue mich dann schon auf das nächste Video. Dementsprechend beste Grüße aus Alanya. Ich gehe jetzt duschen. Alles Gute, euer Markus.